warum tue ich das Ganze? Hauptsächlich in erster Linie wegen meiner Kinder. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Sonntag. Ich war gerade auf unserem Grundstück, habe Drohnenaufnahme gemacht für unser Video, das Richtfest oder unser erstes Richtfest. Man sieht es hier hinten, da. Und ich habe gestern so ein Video, wo ich dann einen Richtspruch aufsagte, im WhatsApp-Status gehabt und dann kamen doch einige Meldungen. Warum tue ich mir eigentlich das Ganze an? Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht das erste Mal, wo ich gefragt worden bin, sondern das war schon öfter der Fall. Gehen wir mal ein. Also die Frage zielt eigentlich auf zwei Aspekte ab. Einmal das Grundstück, das ganze Projekt, was wir vorhaben. Und das andere der YouTube-Kanal, weil, wie viele wissen, arbeite ich ja morgens. Und also in der Regel morgens, wenn ich dann keine Behördegänge habe, arbeite ich für meine deutsche Firma. Und nachmittags dann für mein Projekt oder für unser Projekt eigentlich. Und ja, das ganze Videoschneiden etc. Es kostet halt enorm viel Zeit. Warum mache ich das Ganze? Wie schon mehrmals erwähnt in den Videos vorher, einmal wegen Familie und Freunde in Deutschland, aber hauptsächlich auch mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen, vom positiven Feedback, wo man kriege, es scheint doch interessant zu sein. Und es macht auch Spaß, ja. Und das ist eigentlich der Faktor Nummer 1 auch, ja. Es muss Spaß machen. Und wenn es dann nicht mehr Spaß macht, dann hören wir halt irgendwann auf. Ja, genauso ist es mit dem Projekt. Warum machen wir das ganze Projekt? Also hinter mir, da entstehen, so Gott will, die nächsten 2 Wochen die ersten Häuser. Wir haben jetzt am Dienstag den Termin bei der Municipalität für die Genehmigungen. Viele haben gesagt oder mir geschrieben, warum tust du das an und miet irgendwo Haus oder kauf irgendwo Haus und tranquilo. Die, wo mich kennen, das bin ich nicht. Ja. Mir habe erst ein anderes Projekt vorgehabt, viel kleiner. Und ja, ich war hier draußen, ich hole jetzt ein bisschen aus, ich war hier draußen auf dem Grundstück, bin 6 Monate hier rumgefahren, Encarnación, also die Stadt ist mega toll. Wir sind komplett verliebt, immer noch. Ja. Es ist eine Liebe, die jeden Tag neu entflammt. Und ich bin 6 Monate rumgefahren, habe das Grundstück gesucht, ich bin auf dem Grundstück gestanden. Erst war ich im Nachbargrundstück drüber. Dann habe ich rübergeschält und habe ich gedacht, Mensch, das gefällt mir aber auch gut. Und und dann haben wir eben, wie gesagt, sind wir hier gestanden und haben dann gemeinsam entschlossen, das Ganze zu kaufen. Und dann entstand ein Plan. Warum tue ich das Ganze? Hauptsächlich in erster Linie wegen meiner Kinder. Weil es ist nicht einfach, hier Geld zu verdienen bzw. irgendwelche Zukunft aufzubauen. Beispiel meine Tochter. Meine Tochter ist medizinische Fachangestellte, spricht Spanisch ein wenig, aber überhaupt kein Guarani. Somit kann sie in den Krankenhäusern leider nicht anfangen zu arbeiten, weil die Bevölkerung reinkommt und in beispielsweise Notaufnahme spricht Guarani und das versteht meine Tochter nicht. So. Das heißt, einmal ist es hauptsächlich für meine Kinder, das heißt, meine Tochter wird das Ganze auch dann leiten, Manager. Ich ziehe mich dann zurück, wenn ich das Ganze dann gemacht habe. Ich bin da, überhaupt keine Frage, oder wir sind alle da, das ist ja nicht weit weg. Ich unterstütze auch, aber hauptsächlich wäre es dann meine Kinder betreiben, das Ganze. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich eigentlich so ein großes Grundstück habe. Und wer weiß, was in Zukunft noch alles passiert. Mit der MS Alemannia alias Titanic, wobei die Titanic auch noch einen Rumpf hat. Beziehungsweise in Europa, man weiß ja nie, was passiert. Und ich habe es auch schon mehrmals geschrieben gehabt, wenn irgendwelche Probleme sind in Deutschland oder für meine Familie und für meine Freunde, die haben immer einen Platz hier. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das sind die Worte, die ich damals gesagt habe, und ich stehe zu meinen Worten. Und deswegen haben wir ein größeres Grundstück gekauft. Ich weiß nicht, was in Zukunft ist. Wir alle wissen es nicht, was in Zukunft ist. Und deswegen tue ich mir das Ganze oder tun wir uns das Ganze an. Es ist nicht einfach, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die
letzten 2 Jahren ging es doch recht an die Substanz. Ich bin jetzt, wie gesagt, mehr Sonntagmorgen. Ich sehe jetzt ein bisschen noch nicht so richtig ausgeschlafen aus. Ja, also mit Entscheidung, mit allem drum und dran, mit Hausverkauf innerhalb von 3-4 Monaten alles aufgebrochen, dann ins neue Land, dann die ganze Vorbereitung, Grundstückssuche etc. ging doch in die Substanz. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin auch irgendwann mal froh und ich weiß, das ist ja das Ziel und deswegen freue ich mich auch, den Fortschritt zu sehen. Alles hat ein Ende, auch dieses hat irgendwann ein Ende und dann kann man langsam zur Ruhe kommen. Und die andere Seite, warum man das Ganze mache, ist so, ja, ich habe einen Job in Deutschland. Auch hier wissen wir nicht, wie geht das Ganze weiter. Und ja, gibt es einfach jedem als Ratschlag mit, auch die, wo hier online arbeiten, einfach ein zweites Standbein nochmal aufzubauen. Also ich bin immer so ein Mensch gewesen, früher auch schon immer einen Plan B zu haben. Und bisher bin ich mit einer anderen Pläne, also der Plan, die Hinterhand, immer recht gut gefahren und kann es eigentlich nur jedem empfehlen, dass er einen Plan B entwickelt, wenn er hierher kommt, sich Ideen macht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bereue überhaupt nichts. Also egal welchen Schritt das wir bis jetzt unternommen haben, ich bereue nichts und es hat so sein müssen, wie es ist. Ja, und es wird weitergehen. Deswegen tun wir uns das Ganze an. Nicht einfach, aber es macht auch Spaß. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.